Jetzt hören wir von Kevin Barney. Nach seiner Mission studierte Kevin Latein, Griechisch, Hebräisch und Koptisch an der BYU, dann US an der Universität Illinois. Er lebt in Chicago, wo er als Finanzier, Jurist arbeitet. Kevin hat mehrere Dutzend Artikel veröffentlicht, hauptsächlich mit Bezug zu alten Schriften. Dieser Artikel erscheint im Dialogue, a Journal of Mormon Thought, The Ensign, Journal of Book of Mormon Studies, Sunstone, Farms Review und BYU Studies. Der Journal of Mormon History hat auch die zwei wendigen Footnotes zu den New Testament für Latter-day Saints herausgegeben. Er ist Verbandsmitglied von Dialogue, a Journal of Mormon Thought und Foundation for Apologetic Information and Research Fair und ist einer der Blogger von bycommonconsent.com. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. So er spricht am Buch Abraham. Good afternoon. I normally prefer to speak looking at the audience. Guten Tag. Normalerweise ziehe ich es vor, wenn ich so die Zuhörerschaft angucken kann. But because of the translation, I'm going to actually read my papers. So. Heute muss ich nun, weil das mit Übersetzung funktioniert, ein bisschen mehr auf mein Papier gucken, damit der Übersetzer nicht durcheinander kommt. Okay, when Napoleon invaded Egypt in 1798, he brought with him a small army of scientists and artists. Als Napoleon 1798 in Ägypten einmarschierte, hatte er ein kleines Heer von Wissenschaftlern und Künstlern bei sich. Whose published reports of the wonders of Egypt in the many volumes of the French series Description of Egypt, published between 1809 and 1813, soon fueled a wave of Egyptomania among Europeans. Deren Berichte von den Wundern Ägyptens in der vielbändigen französischen Sammlung, eine Beschreibung Ägyptens, erschienen, die von 1809 bis 1813 veröffentlicht wurden und bald eine Welle von Ägyptomanie unter den Europäern hervorriefen. This intense interest in all things Egyptian spurred the demand for Egyptian antiquities, which men like Antonio Leblo, the excavator of the Joseph Papyri, were all too willing to meet. Dieses intensive Interesse an allem, was ägyptisch war, löste eine Nachfrage nach ägyptischen Antiquitäten aus, die Männer wie Antonio Lebolo, der die Joseph Smith Papyrusrollen ausgegraben hatte, nur allzu gern befriedigen wollte. The Italian Lebolo had been a gendarme during Napoleon's occupation of the Italian peninsula. Der Italiener Lebolo war während Napoleons Besetzung der italienischen Halbinsel schon Gendarm gewesen. When Napoleon was defeated, Lebolo moved to Egypt in voluntary exile. Als dann Napoleon besiegt worden war, zog Lebolo nach Ägypten in ein freiwilliges Exil. There he was employed by Bernardino Drovetti, the former consul general of France in Egypt, to oversee his excavations in Upper Egypt. Dort wurde er von Bernardino Drovetti, dem früheren französischen Generalkonsul in Ägypten, angestellt, um die Ausgrabungen in Oberägypten zu beaufsichtigen. Lebolo also did excavating on his own. Lebolo unternahm auch Ausgrabungen auf eigene Faust. Sometime around the year 1820, give or take a couple of years, Lebolo excavated 11 well-preserved mummies from a pit tomb on the west bank of the Nile opposite the ancient city of Thebes, modern Luxor. Ungefähr im Jahr 1820, das genaue Jahr ist uns nicht bekannt, grub Lebolo 11 gut erhaltene Mumien in einem Grubengrab auf dem Westufer des Nils auf der Höhe von Theben aus. Das ist das heutige Luxor. These mummies were shipped to Trieste and consigned for sale through Albano Oblasa. Diese Mumien wurden nach Triest verschifft und sollten durch Albano Oblasa zum Verkauf angeboten werden. These are pictures of some of the possible pit tombs. Ja.
Blosser sent the mummies to New York, where they were purchased by an entrepreneur from Pennsylvania named Michael H. Chandler, sometime early in the year 1833. Oblasser schickte die Mumien nach New York, wo sie von einem Unternehmer aus Pennsylvania namens Michael Chandler irgendwann anfangs des Jahres 1833 erstanden wurden. Chandler took the collection on an exhibition tour of the northeastern United States, occasionally selling off a mummy or two. Chandler nahm die Sammlung mit auf eine Ausstellungstour durch die nordöstlichen Vereinigten Staaten und verkaufte bei passender Gelegenheit jeweils ein oder zwei Mumien. He made his way to Kirtland, Ohio, and sold what remained of the collection, 4 mummies, 2 or 3 rolls of papyri, and some loose papyrus sheets, to a group of citizens who purchased them for $2,400 on behalf of Joseph Smith and the church. Im Juli 1835 kam er auch nach Kirtland in Ohio und verkaufte den Rest seiner Sammlung, 4 Mumien, 2 oder 3 Papyrusrollen und einige lose Papyrusblätter an eine Gruppe von Bürgern, die sie zum Preis von 2.400 US-Dollar für Joseph Smith und die Kirche erstanden. Not long after that, Joseph announced that the papyri contained writings of the biblical patriarchs Abraham and Joseph. Nicht lange danach verkündete Joseph, dass die Papyrusrollen Schriften der biblischen Patriarchen Abraham und Joseph enthielten. Various entries in his journal indicate that Joseph immediately began working on a translation of the Abraham material. Verschiedene Einträge in seinen Tagebüchern belegen, dass Joseph sich sofort daran machte, an der Übersetzung des Abraham-Materials zu arbeiten. Sometime during the Kirtland period, Joseph and his scribes, including W. Phelps, Warren Parrish, Oliver Cowdery, Bethlehem Williams, and William Richards, created a collection of some 16 documents, totaling about 120 pages. Einige Zeit später in der Kirtland-Periode stellten Joseph und seine Schreiber W. Phelps, Warren Parrish, Oliver Cowdery, Frederick G. Williams und Willard Richards eine Sammlung von ca. 16 Dokumenten zusammen, die ungefähr 120 Seiten umfassten. These are referred to today collectively as the Kirtland Egyptian Papers, or KEP. Sie werden heute zusammenfassend als die Kirtland Egyptian Papers, die ägyptischen Papiere aus Kirtland und abgekürzt KEP bezeichnet. The KEP are 2 types. Die KEP bestehen aus 2 Arten. 10 of these documents purport to be Egyptian alphabet and grammar documents of some sort, the most extensive of which is our bound book titled Grammar and Alphabet of the Egyptian Language, containing 34 non-consecutive pages of writing and 186 blank pages, an average of 3 written pages being followed by 18 to 20 blank pages. Das umfangreichste von ihnen ist ein gebundenes Buch mit dem Titel Grammatik und Alphabet der ägyptischen Sprache, das 34 nicht aufeinander folgende beschriebene Seiten und 186 leere Blätter enthält. Im Schnitt folgen immer auf 3 beschriebene Seiten 18 bis 20 leere Blätter. The other 6 are Book of Abraham manuscript documents presenting the English text and material from the first couple of chapters of what we know today as the Book of Abraham. Die anderen 6 sind Dokumente aus dem Buch Abraham Manuskript, die den englischen Text mit Material aus den ersten Kapiteln von dem, was wir heute das Buch Abraham nennen, enthalten. Some of these documents have Egyptian symbols in the left-hand margin of each paragraph of text. Einige dieser Dokumente haben ägyptische Symbole auf dem linken Rand vor jedem Absatz im Text. The KEP were never explained or published, and after they were brought out west, they were placed among the papers of the church historian's office and eventually forgotten until they were rediscovered well into the 20th century. Diese KEP wurden nie erläutert oder veröffentlicht, und nachdem man sie nach Utah gebracht hatte, wurden sie zwischen den Papieren des Büros des Kirchengeschichtsschreibers eingelagert und schließlich vergessen, bis man sie nach vielen Jahren im 20. Jahrhundert wiederentdeckte. What we know today as the Book of Abraham was finally published in 3 issues of the Times and Seasons, March 1st, March 15th, and May 16th, 1842. Was wir heute als das Buch Abraham kennen, wurde schließlich in 3 Ausgaben der Zeitschrift Times and Seasons
nämlich am 1. März, am 15. März und 16. März 1842 veröffentlicht. This material was republished in England in the Millennial Star in July 1842, and eventually in the first edition of the Prologue of Christ. Diese Texte wurden dann ein zweites Mal in England in der Zeitschrift Millennial Star im Juli 1842 veröffentlicht und erschienen dann schließlich in der ersten Ausgabe der Köstlichen Perle. In February of 1843, Joseph promised that more of the text would be published, but none ever was, and no manuscript evidence of additional text has been discovered. Im Februar 1843 versprach Joseph Smith, dass noch mehr von dem eigentlichen Text veröffentlicht werden würde, aber dazu ist es nie gekommen und es wurde bisher auch keine weiteren Manuskripte oder zusätzlichen Texte gefunden. The Book of Abraham comprises 5 chapters of text and 3 facsimiles of vignettes from the Papyri collection, together with Joseph's proffered explanations. Das Buch Abraham umfasst 5 Kapitel Text und 3 Faksimiles von Vignetten aus der Papyrussammlung, zusammen mit den von Joseph angebotenen Erklärungen. In the 20th century, there were 2 events that put this authenticity of the Book of Abraham as an ancient text and not as a modern pseudepigraphon in doubt. Im 20. Jahrhundert gab es dann 2 Ereignisse, die die Authentizität des Buches Abraham als antiken Text und nicht als einen modernen Text, der fälschlich einem antiken Autor zugeschrieben wurde, in Zweifel zogen. First, in 1912, Franklin S. Spaulding, the Episcopal Bishop of Utah, sent copies of the facsimiles from the Book of Abraham to 8 prominent Egyptologists of the day, together with Joseph's proffered explanations. Als erstes schickte Franklin S. Spaulding, der damalige Bischof der Episkopalkirche in Utah, Kopien der Faksimiles aus dem Buch Abraham zusammen mit den von Joseph angebotenen Erklärungen an 8 bedeutende Ägyptologen seiner Zeit. The Egyptologists gave standard Egyptological explanations of the facsimiles and concluded that Joseph's explanations were not correct. Die Ägyptologen gaben die üblichen ägyptologischen Erklärungen für die Faksimiles und kamen zu dem Schluss, dass Josephs Erklärungen nicht richtig seien. The publication of this pamphlet led to a firestorm of responses from Mormon intellectuals, with at least a couple of dozen appearing between 1912 and 1918 in the Improvement era, which was the church's magazine for adults at the time. Die Veröffentlichungen dieser Antworten in einem Traktat lösten einen Proteststurm von HLT-Intellektuellen aus, von denen mindestens einige Dutzend zwischen 1912 und 1918 in der Improvement Era erschienen, der damaligen Kirchenzeitschrift für die erwachsenen Leser. In order to understand the second event, we must trace the history of Joseph's Papyri collection, which I'll call the Joseph Smith Papyri, after Joseph's death in 1844. Um das zweite Ereignis verstehen zu können, müssen wir dem Verbleib von Josephs Papyrussammlung, dem Joseph Smith Papyri, nach Josephs Tod im Jahr 1844 nachspüren. Joseph's mother, Lucy Mack Smith, continued to exhibit the Egyptian antiquities for the remainder of her life. Lucy Mack Smith, Josephs Mutter, hat die ägyptischen Antiquitäten für den Rest ihres Lebens weiterhin ausgestellt. Soon after Lucy's death in 1856, Emma Smith Bideman and her second husband, Louis Bideman, sold the collection to a man named Abel Coombs. Bald nach Lucys Tod, 1856, haben Emma Smith Biderman und ihr zweiter Ehemann Louis Biderman die Sammlung an einen Mann namens Abel Coombs verkauft. It was long believed that Coombs in turn sold the entire collection to the St. Louis Museum, which was transferred to the Woods Museum in Chicago, and that the whole of the collection therefore perished in the Great Chicago Fire of 1871. Lange hatte man angenommen, dass Coombs die gesamte Sammlung an das St. Louis Museum verkauft hat, welche später in das Woods Museum in Chicago übertragen wurde. Aus dieser Annahme musste man schließen, dass das Ganze in dem großen Chicago-Feuer von 1871 verbrannt ist. As a personal aside, when I began to practice law in Chicago, my office was just down the street from the Woods Theater, which had been built on the site of the destroyed Woods Museum in 1917. The old theater was razed to the ground in 1990.
Lassen Sie mich hier eine persönliche Anmerkung machen. Meine erste Anwaltspraxis war in Chicago, genau an der Straße, an deren anderen Ende das Woods Theater liegt, das 1917 auf dem Gelände des abgebrannten Woods Museums errichtet wurde. Dieses in die Jahre gekommene Theater wurde dann 1990 abgerissen. As it turns out, however, Coombs had given a portion of the Papyri collection to his nurse, Charlotte E. Beneke Weaver Huntsman. Es hat sich jedoch inzwischen herausgestellt, dass Coombs einen Teil der Sammlung seiner Pflegerin Charlotte E. Beneke Weaver Huntsman vermacht hat. Upon her death, this collection went to her daughter, Alice Coombs Weaver Huser, who tried to sell it to the Metropolitan Museum of Art in New York City in 1918, but the museum was not interested at that time. Als sie verstarb, ging die Sammlung an ihre Tochter Alice Coombs Weaver Huser, die 1918 versuchte, sie an das Metropolitan Museum of Art in New York zu verkaufen, aber das Museum war damals nicht interessiert. After her death, her widowed husband, Edward Huser, approached the museum again in 1947, and this time the museum acquired the collection. Nach ihrem Tod trat ihr Witwer Edward Huser 1947 erneut an das Museum heran und diesmal hat das Museum die Sammlung aufgekauft. Contrary to popular misunderstanding, the curators of the museum understood from the beginning the connection of these pieces to Joseph, but for a long time the church was unaware of the existence of this collection. Im Gegensatz zu missverstandenen Behauptungen waren sich die Kuratoren des Museums von Anfang an der Verbindung dieser Objekte zu Joseph bewusst. Aber für eine lange Zeit wusste die Kirche nichts von der Existenz dieser Sammlung. That changed in the 1960s, and after negotiations, eventually this collection was returned to the church in 1967. Das änderte sich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Nach einigen Verhandlungen wurde diese Sammlung 1967 der Kirche zurückgegeben. The extant portion of the collection returned to the church consisted of the following pieces. Der noch vorhandene Teil der Sammlung, der nun der Kirche zurückgegeben wurde, bestand aus den folgenden Stücken. One is the original, a facsimile one, and two fragments from a Book of Breathings, also sometimes referred to as the Sensen papyrus, as Sensen is the Egyptian word for breathing. Well, this Book of Breathings belonged to Hor. Hor was the name of the ancient owner of the book. Erstens das Original von Faksimile 1 und zwei Fragmente aus einem Buch, das Book of Breathings, das auch manchmal als Sensen-Papyrus bezeichnet wird, da Sensen das ägyptische Wort für Breathing oder Atmen ist. Und dieses Buch hat Hor, das ist der Name des antiken Besitzers, gehört. The original facsimile 3 also would have belonged to this text as shown on the picture. Das Original von Faksimile 3 hätte zu diesem Text gehört. Two fragments from a Book of the Dead belonging to Shemin. Zweitens Fragmente von einem Buch der Toten, das Shemin gehört hatte. Three, a psychostasy or soul winning scene, vignette relating to chapter 125 of the Book of the Dead, belonging to Nefiru. Und drittens eine Psychostasie, das ist eine Seelenwägungsszene, Szenenvignette, die sich auf das Kapitel 125 des Buches der Toten bezieht, die Nefiru gehört hatte. Although not recovered, we also know that Joseph possessed a Book of the Dead belonging to Amenophis, a Hypocephalus belonging to Shoshank, the original facsimile 2, and other unidentified texts. Obwohl es nicht wieder aufgetaucht ist, wissen wir doch auch, dass Joseph ein Buch der Toten besessen hat, das Amenophis gehört hat, den Hypocephalus, das ist ein Amulett, das die Ägypter den Mumien unter den Kopf gelegt haben, des Shehonk, das Original von Faksimile 2 und andere nicht genauer identifizierte Texte. Translations of this material have since been published by BYU scholar Michael Rhodes in the Studies in the Book of Abraham series. Übersetzungen dieses Materials sind inzwischen von dem BYU-Gelehrten Michael Rhodes in der Sammlung Studies in the Book of Abraham veröffentlicht worden.
After this material was returned to the church and published by the church in the Improvement era, Nachdem dieses Material an die Kirche zurückgegeben und von der Kirche in der Improvement Era veröffentlicht worden war, it was observed that the Egyptian symbols appearing next to the beginning paragraphs of the KEP Abraham manuscripts came from the beginning of the Joseph Smith Book of Breathings, and this Book of Breathings fragment originally was connected to the original facsimile one, since the fibers along the join for the two manuscripts matched. also stellte sich heraus, dass die ägyptischen Symbole, die jeweils vor den ersten Absätzen der KEP Abraham Manuskripte, Sie erinnern sich, KEP steht für die anfangs erwähnten unveröffentlichten 120 Seiten ägyptischer Papiere aus dem Anfang von Joseph Smiths Book of Breathings stammten und dass dieses Book of Breathings Fragment ursprünglich mit dem Original von Faksimile 1 verbunden war. Die Fasern im Verbindungsbereich passten nämlich genau zusammen. Given the connection with the original facsimile one and the use of symbols from the beginning of this text in association with the Abraham manuscripts of the KEP, it was apparent that Joseph Smith and his scribes believed that the document Joseph had translated as the Book of Abraham derived from the Hoher Book of Breathings. Wenn man nun die Verbindung zu dem Original des Faksimile 1 und den Gebrauch dieser Symbole von Beginn dieses Textes an in Verbindung mit dem Abraham-Manuskript aus den Kirchenpapieren voraussetzte, war es offensichtlich, dass Joseph Smith und seine Schreiber glaubten, dass das Dokument, das Joseph als das Buch Abraham übersetzt hatte, aus dem Hoher Book of Breathings stammte. But when Egyptologists translated these fragments, they were found to indeed contain the Book of Breathings, a Ptolemaic-era analog to the Book of the Dead, and not something like the English text of the Book of Abraham. Aber als Ägyptologen diese Fragmente übersetzten, stellte sich heraus, dass sie tatsächlich ein Book of Breathings enthielten, eine Entsprechung zu dem Buch der Toten aus der ptolemäischen Zeit und nicht etwas wie dem englischen Text des Buches Abraham. This finding led to extensive apologetic publications, initially dominated by the late Hugh Nibley, and subsequently dominated by scholars affiliated with the Foundation for Ancient Research and Roman Studies, or FARMS, an independent foundation that was later absorbed into BYU. Diese Entdeckung führte zu zahlreichen apologetischen Veröffentlichungen, anfangs dominiert von dem leider schon verstorbenen Hugh Nibley und später dominiert von Gelehrten aus dem Kreis der Foundation for Ancient Research and Roman Studies, FARMS, einer unabhängigen Stiftung, die in späteren Jahren in der BYU aufging. There have been four main apologetic approaches to the Book of Abraham issued by church scholars. Es gab 4 hauptsächliche apologetische Denkansätze von Gelehrten, die Mitglieder der Kirche sind, zu der Ausgabe des Buches Abraham. First was the observation that the concept reflected in the Egyptian marginalia of the KEP Abraham manuscripts in each case was reflected in the associated English paragraph. Das erste war die Feststellung, dass das Konzept, das sich aus den ägyptischen Randbemerkungen des KEP Abraham Manuskripts ergab, in jedem Fall in dem zugehörigen englischen Absatz seinen Niederschlag fand. Therefore, the idea was that the Egyptian text could have been a mnemonic and of some, a mnemonic aid of some sort for the transmission of the Abraham story reflected in the English Book of Abraham. So kam der Gedanke auf, dass der ägyptische Text in irgendeiner Weise eine Gedankenstütze war, um die Abraham-Geschichte, die im englischen Buch Abraham anklingt, zu überliefern. Nibley initially was intrigued by this observation, but he quickly went in a different direction and rejected the mnemonic theory, which simply is not caught on in an appreciable way. Anfangs war Nibley fasziniert von dieser Beobachtung, aber dann kam er doch zu einem anderen Schluss und verwarf die Theorie der Gedankenstütze, die einfach nicht in einer akzeptablen Weise passen wollte. Nibley came to favor what has been called a missing papyrus theory, to the effect that the Book of Breathings was not the putative source for the Book of Abraham, but that source was on some of the papyri that had been burned in the Chicago fire. Nibley hat dann einer Theorie den Vorrang gegeben, die die fehlende Papyrus-Theorie genannt wurde,
was zur Folge hätte, dass das Book of Breathings nicht die vermeintliche Quelle für das Buch Abraham ist, sondern dass die Quelle auf einigen der Papyrusblätter stand, die in dem Chicago-Feuer verbrannt sind. The strength of this theory, or this second theory, is the undisputed fact that what is extant is only a minority portion of the original collection. Estimates have ranged from 13 to 33%. Die Stärke dieser zweiten Theorie ist die unbestreitbare Tatsache, dass das, was von der ursprünglichen Sammlung noch vorhanden ist, nur ein kleiner Teil des Ganzen ist. Schätzungen reichen von 13 bis 33%. But a difficulty with this theory is that the KEP seem to suggest that Joseph and his scribes perceived there to be some sort of a relationship between the Book of Breathings, a portion of which is extant, and the Book of Abraham. Aber das Problem bei dieser Theorie ist, dass die KEP-Papiere nahezulegen scheinen, dass Joseph und seine Schreiber spürten, dass es da eine gewisse Verbindung zwischen dem Book of Breathings, von dem ein Teil noch vorhanden ist, und dem Buch Abraham gibt. So while the missing papyrus theory remains a viable option, the apparent connection between the Book of Breathings and the Book of Abraham remains an issue that has to be adequately explained by those who favor this theory. Obwohl also die fehlende Papyrus-Theorie als eine brauchbare Option erscheint, so bleibt doch die offensichtliche Verbindung zwischen dem Book of Breathings und dem Buch Abraham eine Angelegenheit, die durch diejenigen, die dieser Theorie den Vorzug geben, angemessen erklärt werden muss. At this point, I would like to briefly comment on the KEP. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz auf die KEP oder Kirchenpapiere eingehen. In my view, the next great hill to climb in the Book of Abraham studies will be coming to a deeper understanding of the KEP. Much of the detail of the English Book of Abraham has to do with such matters as the attempt to sacrifice the young Abraham and Abraham teaching astronomy to the Egyptians are things that are missing from the canonical biblical text, but that are indeed perceived in other ancient religious texts. Viele Details im englischen Buch Abraham, die mit Themen wie dem Versuch, den jungen Abraham zu opfern oder Abrahams Belehrung der Ägypter in Sachen Astronomie, sind zwar Dinge, die in dem kanonischen Text der Bibel fehlen, die aber tatsächlich in anderen antiken religiösen Texten überliefert sind. There's a very thick book published by the Maxwell Institute titled Traditions of the Early Life of Abraham that has numerous examples of materials similar to what we have in the Book of Abraham. Es gibt ein sehr umfangreiches Buch, das im Maxwell Institute unter dem Titel Traditions of the Early Life of Abraham oder Überlieferungen aus den ersten Lebensjahren Abrahams veröffentlicht wurde und viele Beispiele von Material enthält, das dem sehr ähnlich ist, was wir im Buch Abraham haben. In the end, of course, acceptance of the Book of Abraham is a matter of faith, which is true of all Scripture, whether ancient or modern, whether derived from the Old World or the New. Schließlich müssen wir aber doch sagen, dass die Akzeptanz des Buches Abraham eine Glaubenssache ist, was letztlich auf alle heiligen Schriften zutrifft, ob sie nun antik oder modern sind, ob sie aus der alten oder der neuen Welt stammen. I personally find the Book of Abraham to be a completely fascinating little volume. Ich persönlich halte das Buch Abraham für ein völlig faszinierendes kleines Buch. I've studied this book with interest for over 30 years. Ich habe dieses Buch über 30 Jahre lang mit großem Interesse studiert. I have in the hutch in my pantry an extensive collection of rare, out-of-print, and very hard-to-get materials about this book. In einer Kiste in meiner Vorratskammer habe ich eine umfangreiche Sammlung seltener, vergriffener und kaum noch zu bekommender Materialien über dieses Buch. I don't claim to know all there is to know about it, but I'm familiar with the intellectual history of the debates concerning it over the past century and a half. Ich will nicht behaupten, dass ich alles weiß, was man über dieses Buch nur wissen kann. Aber mir sind die Debatten, die mit ihm während der letzten 150 Jahre zu tun hatten, vertraut. I remain intrigued and fascinated by this little gem of a text, and yes, I do accept it as divine scripture. Ich bin nach wie vor interessiert an und fasziniert von dieser kleinen Perle von einem Text. Und, ja, ich akzeptiere es voll und ganz als heilige Schrift göttlichen Ursprungs. Ja. Feliz. Weiß das für alle müde sind, Frage? So kurz.
Mir ist das Ganze so bekannt. Ich meine, dass vor einigen Jahren Peter Wöllauer genau diesen Text übersetzt hat. Irre ich mich da oder liege ich da richtig? She is asking about a member in Germany that may have translated the text a few years ago. Das wäre eine Frage an die Zuhörer. Das weiß Ja, tatsächlich einen guten Teil dieses Vortrags gibt es auf der Website, nicht aber die gesamte Einführung über was gibt es überhaupt für Buch Abraham-Material, Entschuldigung. Er fragt erstmal, welchen Text du genommen hast. Ja, über dieses ganze Details, über das Buch Abraham, über die Vignetten, über den jüdischen Schreiber, der angenommen wird. 8 Jugendezeit, mir kommt das alles so bekannt vor. I'm not familiar with that, sorry. Well, actually, it is your short paper for farms, I think it was. We translated that. It's the part about the J-red and stuff. This part, you have something of that for farms. And yeah, we translated it for there. Oh, okay, you translated my article? Oh. Yes. Is that the same as this? No. It's not the same as this, no, but that article is available on the internet. If you Google Kevin Barney, facsimile Semitic adaptation, you'll find it. Also man kann diesen Text im Internet finden, wenn man mit Google nach Kevin Barney, das ist er und dann über die Abraham-Papyri. Auch der Punkt für LDS. Also auch bei Fair Ideas. Also went to the wiki. Yeah. Prepare wiki, 7-1 and go. Nochmal eine Frage, ist das Buch Abraham eine direkte Offenbarung vom Himmel, also so wie immer zu sehen ist, dass die Christen getan hat, durch diese Römer und Tore übersetzt worden, oder ist das, was der Schändler weiterverkauft hat, daraus? He wants to know if it is the Book of Abraham, Revelation, or with Urim and Thummim, Well, we don't know a lot about the process. We presume it's a similar process to Joseph's other revealed translations. So whether he used the seer stone for that or not, and dictated the way he did with the Book of Mormon, over time he started to use the seer stone less and less. You'll notice if you look at the Doctrine and Covenants, some of the early sections actually refer to it. They call it Urim and Thummim because that was a common term they used. But over time, he found that he needed to use that less and less. And so, yeah, that's right. Also hat am Anfang der Lehrbuches wird immer wieder berichtet, dass mit Urim und Thummim oder mit Urim und Thummim seine Offenbarung empfangen hat. Das spinnet aber langsam, Sie hören da nachher immer weniger davon. Er hat auch immer weniger diese Sehersteine benutzt. Und was er dann gemacht hat zu der Zeit ist. Ja, oder meinen Sie, dass das aus dieser Schriften, die er bekommen hat, also daraus übersetzt? Das war ja eben gerade im Vortrag, genau das. Wir wissen es nicht. Ich wollte es mal klar formuliert haben, manchmal weiß es nicht. We don't know how we got the Book of Abraham. We don't know the details of the mechanics of the revelation itself. We can only presume based on other things he was doing, in particular with the Doctrine and Covenants. Also wir können das nur in Verbindung mit Lehrbuches sehen, wie das gegangen ist. Man weiß es nicht.